Heute schauen wir uns die 3 ergiebigsten Fruchtarten an, die man im LS25 anbauen kann. Also gehen wir rein hier in das Ganze. Es steht schon einiges vorbereitet und zwar für diese 3 Gemüse- oder Fruchtarten. Und zwar gehen wir rein, fangen wir unten an, in das Spinat anbauen, ernten, verkaufen, in das Kartoffel anbauen, ernten und verkaufen und wir gehen rein in die Zuckerrüben. Das 3 sollten nach Berechnung wohl die besten Fruchtarten sein. Ob das wirklich so ist, teste ich jetzt gerade. Und zwar habe ich dafür, wenn wir hier P drücken und in den Shop reingehen, gibt es ja hier links die ganzen Pakete. Und da gibt es komplette Pakete für Gemüse, Kartoffeln und Zuckerrüben. Und die Komplettpakete, wenn man sich das hier alles anschaut und auch alles kauft, haben natürlich auch unterschiedliche Preise. Wir sind jetzt hier gerade drin in dem Gemüsepaket. Das gesamte Paket, also wenn man hier alles kauft, startet man mit 330.000 Euro. Also 330.460 Euro für das Gesamtpaket. Natürlich könnte man noch so ein bisschen mal sparen, hier vorne das Gewicht vielleicht weglassen oder sowas. Aber wenn man mal einfach alles kauft, liegt man also bei dem Gemüsepaket bei diesem Preis. Wenn wir zurückgehen und hier auf die Kartoffeln schauen, das Gesamtpaket mit allen Geräten hier im Einsatz, inklusive die erste Aussaat sozusagen, da liegen wir bei 499.700 Euro. Ist schon mal einiges mehr. Soll aber auch dann nochmal mehr Cash bringen. Aber wenn du halt planst, okay, ich fange mal vielleicht an mit 1 Million, starte voll rein in das Ganze und will auch schnell meine Million wieder raushaben. Also bei diesen beiden Paketen mit unter 500.000 ist man dabei. Das 3. Paket sind die Zuckerrüben. Das ist nochmal ein bisschen teurer. Das sind die ganzen Geräte. 646.760 Euro für alles zusammen. Also das ist das Komplettpaket. Und die Pakete, die stehen hier schon alle bereit. Ich habe die einfach mal alle komplett gekauft, so wie sie sind. Ich habe auch anfangs, habe ich hier schön erstmal ein Beutelchen Saat daneben gekippt. Die liegt jetzt hier einfach rum. Aber ich hatte dann beim 2. Paket auch noch Saat übrig. Hier sind nur 16 Liter Saat drin. Das hier ist das Paket für das Gemüse, müsste das sein. Das müsste das Gemüsepaket sein, genau. Dann haben wir hier das Kartoffelpaket. Genau, hier sind die Kartoffeln. Und das hier drüben ist das Komplett-Setup für die Rüben. Kann das? Ja, genau. Das ist hier oben dieser Laubschläger dann oben drauf. Das Grünzeug wird hier abgemacht. Genau. Und für das Laub. Ja, fürs Testen, wie ergiebig das alles ist, habe ich mir ein Feld gekauft. Und zwar ein wunderbar schön rechteckiges Feld mit geraden Kanten in allen Bereichen. Und zwar hier auf der Map Zielonka. Ich hätte auch hier Feld 33 nehmen können, sehe ich gerade. Aber das hier ist vielleicht noch mal ein bisschen länger. Da kann man schön eine Bahn durchziehen. Ich werde jetzt mal von jeder Art vielleicht 1 oder 2 Bahnen durchziehen. Vielleicht auch 2 besser, damit man eine schön große Menge auch hat. 2 Bahnen durchziehen. Und dann sehen wir, wenn das dann durch ist, wie viel kommt dabei rum. Immer vergleichbar für alle 3 Gemüse- bzw. Fruchtarten. Und ich verkaufe es jedes Mal zur Hochsaison sozusagen, zum besten Preis in der Saison, zum Höchstpreis sozusagen, wird das dann jedes Mal verkauft. Das Feld ist komplett gedüngt zu 100%. Also so sieht es gerade aus. Und weiter werde ich, glaube ich, erstmal nichts machen, sondern einfach hier alles einsehen, vorbereiten und rein dann damit.
und dann eben gucken, wie sieht das aus, wie viel Liter kommen dabei rum und dann, wie gesagt, wie viel Ertrag, wie viel Cash bringen denn jetzt dann die Liter, die wir hier haben. Ja, das Ganze wird natürlich ein bisschen dauern. Ich werde das natürlich dann passend vorspulen, damit wir dann auch die richtigen Zeiten haben. Auch das Einsäen kann natürlich gleich noch ein bisschen dauern, das gucke ich mir gleich im Detail an. Aber so ist der Plan und so geht es jetzt gleich rein in die Feldbearbeitung und wenn alles fertig ist, gucken wir da gleich nochmal rein. So, es wurde mächtig eingesät. Also, wir sind jetzt im März mittlerweile. Alle 3 Fruchtarten starten im März und wir haben jetzt hier 2 Reihen mit Zuckerrüben und haben hier ein Wachstum, jawohl, das fängt an, Ertragsbonus von 85%. Das Feld ist gedüngt. Muss es nochmal gewalzt werden? Soll ich nochmal alles walzen? Ich würde sagen, ich walze vielleicht nochmal alles, oder? Dann freuen sich alle. Das machen wir bei allen gleich. Wobei, nee, hier muss es nicht gewalzt werden. Und wir haben hier auch Ertragsbonus 87%. Gedüngt 100%. Und was haben wir hier? Das waren gerade die Kartoffeln. Und dann sind wir jetzt hier nochmal beim Spinat. Gedüngt 100%. Unkraut poppt zwischendurch mal auf, aber noch nicht so richtig. Vielleicht an kleinen Stellen zwischendurch. 87%. Muss ich möglicherweise doch, um auf 87% zu kommen, hier nochmal drüber walzen. Ich vermute es. Also machen wir das mit den Zuckerrüben und walzen hier nochmal drüber. Also, jetzt haben wir es. Wir haben also bei der Zuckerrübe einen Arbeitsschritt mehr. Wir müssen nochmal walzen, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Wir sind jetzt bei 87% Wachstum. Bei der Kartoffel hier direkt daneben sind wir auch bei, da sind wir 87% Wachstum. Und jetzt haben wir hier neben auch noch, da ist es, den Spinat bei 87% Wachstum. Das Ganze geht jetzt ins Wachstum. Das heißt, das Ganze spule ich jetzt sozusagen vor und dann gehen wir natürlich in die Ernte und schauen uns das Ganze an. Jetzt gibt es natürlich einen kleinen Nachteil, doch noch einen kleinen Nachteil bei dem Erwerb dieser ganzen Geräte. Wenn wir hier auf Spinat gehen, brauchen wir an für sich nicht das Paket Gemüse. Das ist da zwar mit drin, aber letzten Endes benötigen wir eigentlich nur eine Sämaschine und säen das Ganze damit ein. Und danach benötigen wir das Spinat-Erntegerät. Das Riesenteil für 635.000. Den Spinaternter brauchen wir. Das heißt, das ganze Spinat machen mal eben runter auf 330.000. Das ist leider doch deutlich teurer. Allein das Gerät eben plus 635.000. Da kommt natürlich einiges dazu. Auch das werde ich mir holen. Auch das stellen wir daneben. Trotz allem gucken wir uns einfach an, wie das denn dann hier beim Spinat funktioniert und wie viel letzten Endes bei den ganzen Fruchtarten bei rumkommt. Wie sieht es denn jetzt aus im Juni? Wir sind ein paar Monate weiter und das Ganze wächst und gedeiht. Die Zuckerrüben sind drauf. Wir haben immer noch gedüngt 100% und hier einen Ertragsbonus von 87, zwischendurch immer mal wieder 77%. Ähnliches haben wir auch hier, 87 bzw. zwischendrin mal 77%. Und das haben wir auch hier beim Spinat. Jetzt haben wir bloß einen kleinen Unterschied zwischen diesen 3 Fruchtarten. Also, wir haben ja hier vorne haben wir die Zuckerrüben stehen. Die brauchen natürlich noch ein bisschen. Ich habe übrigens zwischendurch einmal kurz mit dem Herbizid hier einmal alles abgespritzt, damit hier das Unkraut kaputt geht. Dann haben wir hier bei den Kartoffeln, die sind auch noch im Wachstum. Das sieht schon ganz gut aus hier. Und ja, dann haben wir jetzt hier einen Vorteil beim Spinat. Wir haben zwar den Nachteil, dass wir ein bisschen spezielle Maschinen kaufen. Da gehe ich am Ende auch nochmal schön explizit drauf ein, was man exakt nochmal alles braucht. Wir haben hier Spinat und der ist erntereif und das im Juni. Wir waren im März auf dem Acker, haben eingesät, April, Mai, Juni. Erntereif beim Spinat.
Das heißt, wir ernten im Juni und haben dann nochmal eine Ernte in diesem Jahr für Spinat. Wenn wir hier auf den Ackerbaukalender schauen, sehen wir, Spinat kann das ganze Jahr über geerntet werden. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie sieht das aus. Also im März haben wir hier angefangen mit dem Spinat. 1, 2, 3, wir sind im Juni, können ernten. 1, 2, 3 weiter. Im September könnten wir wieder ernten. Wahrscheinlich können wir nicht im Dezember ernten, aber wir gucken mal, wie sich das dann weiter verhält. Heißt also, wir sind jetzt im Juni. Alter, was ein Chaos hier an Maschinen. Das Ganze, speziell jetzt das hier alles, was hier steht, bis auf den Traktor und die Sämaschine. Ich glaube, alles andere brauchen wir nicht. Alles andere ist speziell für Wurzelgemüse. Also das gesamte Gemüsepack überflüssig. Wir brauchen das neue Gerät hier. Das brauchen wir, den Spinaternter. Das ist er, den MKB4TR. Und das Teil setzen wir jetzt ein. Und wir fahren hier die 2 Linien einmal genau ab und dann gucken wir auch, wie es danach aussieht. Hier natürlich mal wieder in die Spurführung rein, die Vorgewände und das alles kommt aus. Jawohl. So, gehen wir mal schön rein. Kriegen wir da auch die Spur hin. So, es ist alles ausgefahren. Senken, aktivieren. Und jetzt wird hier Spinat geerntet. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das passt jetzt hier von der Spurführung. Wir fangen einfach mal an und ziehen hier langsam durch. Jawohl, der Ernter zieht rüber. Das sieht auch ganz vernünftig aus. Und genauso fliegt hier locker flockig der Spinat hinten rein. Jawohl. Da haben wir die Gitterbox, jawohl, und da fliegt der Spinat, jedes Blättchen einzeln. Ein bisschen Unkraut fliegt auch mit rein. Jawollo. Das ist natürlich krass. Also, sehr, sehr, sehr cool, dass das so easy geht mit der Maschine. Und hinten bleiben dann die Spinatstoppeln stehen. Und die wachsen dann schön weiter im nächsten Monat. So soll das sein. Hinten fliegt alles schön raus, jawohl. Tipptopp. Also, damit ziehe ich jetzt hier durch. Und dann zählen wir allerdings alles zusammen. Also diese Ernte und die nächste Ernte und dann natürlich die Ernte von den beiden anderen Fruchtarten. Und so sieht das Spinatfeld nach der zweiten Ernte aus. Zwischendrin musste ich einmal kurz düngen und auch nochmal das Unkraut vernichten. Das Kalken, was man hier links und rechts sieht, hat leider für das Feld so nichts gebracht. Das müsste man wohl zwischendurch einmal machen oder direkt anfangs, bevor man alles einsät. Stand allerdings nicht dran. Naja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall benötigt Kalk stehen und zwischendrin einfach mal einkalken, hat leider nichts gebracht. Nachdem der Spinat jetzt komplett abgeerntet ist, haben wir eine komplette Menge von, da haben wir stehen, 11.791 Litern. Also zweimal abgeerntet den Spinat. Bringt 11.790 Liter. Die 2 Bahnen haben wir ja auf dem Feld eben für alle Früchte. Und das müssen wir uns natürlich jetzt anschauen, wie das preislich dann ist. Dadurch, dass wir den Spinat ja zweimal ernten, wenn wir im März anfangen, April, Mai, Juni und dann haben wir nochmal 3 Monate, Juli, August, September. Theoretisch könnte man natürlich im August verkaufen für einen etwas höheren Preis. Hier haben wir einen Höchstpreis, steht hier angeschlagen, von 697. Ja, auch das Kartoffelfeld wurde abgeerntet. Wir sehen hier nur noch das Grünzeug und das ging dann hier mit dem großen Kartoffelernter. Das ist er, der Anhänger hier ist es. Und ja, das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Wir konnten hier mit diesem Basisgerät eben auch nur 2 Reihen ernten. Aber es funktioniert. Also man kann damit schon mal gut starten und auch sein erstes Geld damit verdienen. Und die Kartoffeln befinden sich jetzt hier in dem Anhänger und wir haben hier 11.597 Liter Kartoffeln drin. Die Kartoffeln wiederum, die verkaufen wir dann erst im Dezember. Und da haben wir dann einen Durchschnittspreis von 751 Euro. Auch da gucken wir natürlich gleich nochmal, ob wir nicht bei der ein oder anderen Fabrik auch noch etwas mehr rausbekommen. Das schauen wir uns aber gleich noch an. Und genauso müssen wir noch einen Monat weiter, um dann gleich im Anschluss hier
die Rüben ernten zu können, denn die können wir dann erst im Oktober ernten. Also auch hier sind wir ganz gut dabei immer noch. 77%, also genauso reif und genauso vom Ertragsbonus wie bei den anderen Streifen. Das gucken wir uns jetzt gleich an und schauen natürlich auch rein, wie viel dabei rumkommt. So, wir befinden uns im Oktober. Jetzt müssen wir hier nur noch das Grünzeug von den Rüben, von den Zuckerrüben abschneiden. Danach kommen die Zuckerrüben raus. Wenn dir solche Tests gefallen, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wenn du noch Tipps und Ideen hast, auch gerne mit in die Kommentare schreiben, was ich denn vielleicht auch mal testen soll. Und dann schaue ich mir das gerne mal im Detail an. Auch die Zuckerrüben sind abgeerntet und wir kommen mit den Zuckerrüben, ja, mit beiden Anhängern auf insgesamt 23.580 Liter. 18.500 hier und 5.080 sind immer noch hier drin. Wahnsinn! Also Zuckerrüben ist ja extrem ergiebig für diese kleinen Streifen. Da kommt dann selbst der Spinat nicht mit. Wir sind im Dezember und ich gebe jetzt die ersten Zuckerrüben ab. Und zwar zu einem Preis von 581 am Bauernmarkt. Das mit dem Zug, keine Ahnung, wie das geht. Also mit dem Zug wird man vielleicht sogar noch mehr kriegen. Erste Ladung 18,5 Liter. 18.500 Liter und dann kommen da ja nochmal welche dazu. Das addieren wir jetzt gleich alles. Also erste Ladung hier geht raus und wir gucken natürlich, wie viel bleibt denn da in Gänze hängen. Was machen wir mit einem Anhänger? 10.751. So, und dann kommen hier noch die restlichen Liter der Zuckerrüben. Die laden wir natürlich auch noch ab und dann rechnen wir das eben noch schnell zusammen, was das denn jetzt noch bringt. Das war natürlich nicht mehr ganz so viel, 2.951. Damit kommen wir auf insgesamt 13.702 Euro. Damit wir vergleichbare Preise haben, bin ich nochmal vorgespult, ein Jahr weiter sozusagen, nochmal in den August, denn da haben wir einfach den Peak. Und dann fahre ich jetzt mit dem Spinat doch nochmal zum Bauernmarkt und verkaufe jetzt da alles, was wir haben beim Bauernmarkt. Nun geht das aber, oder? Nun geht das, nun füllt er ab. Man kann das tatsächlich mit der Maschine so alles reinfüllen. War das denn jetzt richtig? 8000? Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Also, es waren tatsächlich 8076 Euro. 8076 Euro, das schreiben wir natürlich mit auf. Und kommen dann natürlich auch noch zum Schluss zu den Kartoffeln. So, und dann bringen wir auch noch die Kartoffeln hier zum Bauernmarkt. Hier haben wir jetzt noch 11.597 Liter. Hier haben wir nochmal die Preise, die Top-Preise sozusagen im November. Und damit habe ich dann auch sämtliche Preise oder zu allen Top-Preisen verkauft. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben rein. Das können wir schön in einem Rutsch abladen. Und dann haben wir doch sämtliche Preise zusammen und wie viel jetzt jeweils diese zwei Bahnen gebracht haben. 8.968. Tja, was haben wir denn da jetzt für ein Ergebnis? Spinat bringt in diesem Beispiel 8.000, die Kartoffeln 8.900 und die Zuckerrüben 13.700. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und dazu kommt, für den Spinat brauchen wir diese extra Maschine und für den Spinat müssen wir zwischen den Ernteschritten nochmal düngen und nochmal natürlich drüber gehen, um da das Unkraut zu beseitigen. Die Rüben sind natürlich vom Einkauf her gar nicht so günstig. Also wenn man damit anfängt,
ist das natürlich schon wirklich eine große Investition. Mit 650.000 aufgerundet ist das ja schon nicht wenig. Kartoffeln rund 500.000, auch nicht so wirklich wenig. Und dazu kommt, dass man bei den Kartoffeln natürlich hier bei diesem Ernte auch noch so einen zweispurigen nur hat. Also für den Anfang durchaus eine Option, aber auch wirklich, naja, da will man auch schnell eine bessere Erntemaschine haben für die Kartoffeln. Beim Spinat ist es natürlich auch tricky. Hier zählt eben dieses gesamte Setup nicht. Was wir hiervon gebrauchen können, ist natürlich ein Traktor und die Sämaschine. Das war's. Das heißt, hier sind wir bei 142.000 plus den Spinaternter hier. Also das Gerät muss eben mit dazu. Das kostet 635.000. Da haben wir es nochmal. 635.000. Einen extra Ladeanhänger oder zum Umladen bräuchte man nicht zwingend. Kann man natürlich nutzen. Dazu kämen dann natürlich noch so Kleinigkeiten wie diese Preise hier, so ein Gewicht oder nochmal das Saatgut dazu, wenn man das hier natürlich alles mit reinrechnet. Plus, was auf jeden Fall noch mit dazu kommt, etwas zum Kalken, zum Düngen und etwas gegen das Unkraut. Das kommt natürlich aber auch bei allen anderen Sachen auch noch dazu. Also diese Preise müsste man sich dann natürlich auch noch angucken. Und das kommt natürlich hier beim Spinat zweimal dazu. Das heißt, wir müssen da zwischendurch eben auch nochmal über das Feld, damit eben die zweite Wachstumsphase auch am besten nochmal gedüngt wird. Ja, trotz allem bin ich momentan alles in allem wirklich überzeugt, am ehesten überzeugt von den Rüben. Schönes Ding, werde ich auf jeden Fall auch nochmal weiter testen. Ich bin ja hier auf der Zielonka Map auch unterwegs mit diesem Projekt hier auf der Zielonka Map. Das werde ich da vielleicht auch einfach mal mit ansehen. Gucken wir uns auf jeden Fall mal nochmal detaillierter an und dann eben mit einem großen Acker, also das nochmal in großer Menge und irgendwann bestimmt auch nochmal hier diese Wahnsinnsgeräte, diese neuen Geräte, die es jetzt hier drinne gibt. Ja, einmal eben hier den Spinat und dann gibt es ja noch den Buschbohnenernter, der ist ja auch noch mit drin, auch nochmal so ein Gerät für 500.000, fast 500.000, beziehungsweise hier für 570.000 der Erbsenernter. Wahnsinnsgeräte, sehr, sehr, sehr interessant, aber von den ertragreichsten Früchten, da ist wie gesagt eben hier der Spinat weit vorne, auch wegen diesem zweimal Ernten, beziehungsweise dann eben hier die Zuckerrübe und die Kartoffel. Ja, der Test hat ziemlich lange gedauert. Viel Aufnahme, viel Fahrerei. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Bis dahin.